Vanlife. Das bedeutet doch immer tolle Natur und Leben im Paradies. Doch ist das wirklich so? Kann ein Leben auf 2,5 Quadratmetern wirklich immer entspannt sein? Mit Sicherheit nicht. Oft ist es ein Kampf mit sich selbst, dem Partner und natürlich mit all den Problemen, die Vanlife wirklich ausmachen. Ach, mir geht's so schlecht. Sicher ist, Vanlife geht uns manchmal ganz schön auf die Nerven. Jeder neue Ort ist ein neues Abenteuer. Seit mehr als 2 Jahren sind wir auf Weltreise. Genauso lange leben wir auf 2,5 Quadratmeter. Vanlife in seiner extremsten Form. Wir sind aber auch heute noch jedes Mal aufgeregt, wenn es für uns an einen neuen Ort geht. Wir mögen es gerne, mal länger in der Natur zu stehen. Unsere Erfahrung lehrt uns, sammel Holz, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Später kann man es sicher gebrauchen. Der Kino Tocker nur ist Panevera, ey. Man muss auf seine innere Stimme hören. Denn kaum angekommen am Strand hält Björn auch schon 3 Fische in der Hand. Gut, dass wir das Holz gesammelt haben. Vuelves felices. Ja. ¿Qué tienes ahí? Regalito, solo una cervecita quieren. Wow. Also Makrele und die anderen beiden weiß ich nicht, wie sie heißen. Tenemos que quitar la este, después abrir, el interior, also das Innere raus, Kiemen raus und dann ab in die Pfanne. Voll geil. Das hat jetzt schon das 2. Mal geklappt sozusagen. Also wir gucken immer, ob Fische am Wasser sind. Natürlich fragen wir die, ob die Fisch haben. Du kannst ja keinen frischeren Fisch essen, als wenn die den gerade aus dem Wasser ziehen. Und da ich nun mal überhaupt kein Glück habe, nicht im Ansatz mit Fischen, kaufen wir den Fisch. Wir haben diesmal geschenkt bekommen, das ist auch richtig geil. Und jetzt haben wir 3 Stück. So, wunderbare, schöne Fische, total frisch. Die nehme ich jetzt aus. Mach die Schuppen natürlich ab, die müssen weg, sonst kann man den natürlich nicht essen. Und wir haben richtig geil so ein Fischgrill-Ding, das haben wir schon ewig im Auto. Kann man hier aufmachen. Da kriege ich 2 Stück rein, mache es an der Seite zu und dann werden wir die grillen. Und dann haben wir noch eine Makrele. Ich glaube, das ist eine Makrele, also bin mir nicht sicher, sieht aber aus wie eine Makrele. Dann haben wir noch eine Makrele bekommen und die werden wir aufmachen hier vorne, Stab durchstecken, auf der anderen Seite natürlich auch Feuer ausnehmen und dann werden wir die auch überm Feuer grillen. So, die werden langsam ein bisschen hart, also bei denen setzt die Leichenstarre ein, vorher waren die flexibel und die müssen jetzt verarbeitet werden. Gut, total geil und kommt mal mit, ich habe eine geile Feuerstelle gebaut. So, und jetzt haben wir ja ein bisschen Holz gesammelt, das sollte reichen. Das brennen wir natürlich erst alles runter. Man darf ja oder gerade bei Fisch will ich jetzt keine Flamme haben, dann zerfällt mir das Vieh. Das heißt also, wir brennen erst alles runter und jetzt muss man natürlich ein Feuer haben am Ende oder so einen Pit haben, wo wir genug Abstand haben. Sprich, ich kann es oben rauf tun und später, wenn das runtergebrannt ist oder die Glut weniger wird, dann eben weiter runter tun, so damit wir immer genug Wärme haben. Das sollte hinhauen. Also, wir verbrennen jetzt den ganzen Kram hier, wir nehmen die Fische aus, kommen da rein, Zitrone, Knoblauch in den Bauch und dann richtig lecker direkt am Wasser. Ich freue mich darauf.
So, Fische sind fertig. War gar nicht so schwierig. Die Makrele ist einfach auf dem Spieß, aber ich denke, das wird wohl gehen. Ne? Also Hauptsache, die liegt auf der anderen Seite auf. Und ich habe noch einen Lifehack, den wer uns schon lange verfolgt, der weiß das auch, aber das ist echt das mega geilste. Wir haben unseren Wassertank unterm Auto und der Wassertank, Einfüllstutzen, ist ein Wasserhahn. Ja, das heißt, wir haben dort einfach so einen Gartenschlauch und mit Druck hauen wir das da rein. Natürlich brauchen wir Druck auf der Leitung, wenn wir keinen Druck haben, geht's nicht. Und viele haben gesagt, das ist im Dreck, aber es ist im Dreck richtig. Und jetzt kommt das Allergeilste. Wenn man stinkt, die Hände voller Fisch sind, mit Blut, mit Schlamm, mit allem möglichen voll, dann können wir uns unterm Auto die Hände waschen. Das ist richtig fett, weil der Hahn halt hier sitzt. Ich kann ihn hier aufmachen. So, dann kommt da Wasser raus, ohne Pumpe. So. Und dann kann man sich dort die Hände waschen, ohne mit dem ganzen Schlodderadotsch ins Auto reinzugehen. Super geiler Hack. Ich muss sagen, nach 2 Jahren Weltreise hat sich echt bewährt und würde ich immer wieder so bauen. Ja, es ist super einfach zu befüllen und ja, einfach perfekt. Das Schönste am Vanlife sind die Begegnungen. Wir verbringen einen schönen Abend mit den Fischern. Fertig. Hammer. Wow. Wow. Der Hammer. Komm her, Baby. Rüber ist. Wow. Unglaublich gut. Super, super lecker. Y ahí están los pescadores que nos dieron el pescado. Han comido ya, no quieren comer. Tú luchas con tu pez, hay un lucho con tu pez. Hier an diesem Strand verwenden die Fischer eine ganz besondere Technik. Sie benutzen ein Netz, das von der Strömung raus auf das Meer gezogen wird. Die Fische brauchen viel Kraft, weil die Strömung sehr stark ist. Ohne den Anker im Strand könnten sie das Netz nicht festhalten. Una estaca para aguantar la presión, que no se lo lleve muy adentro la malla. Ok, para frenarlo. Para frenarlo, contenerlo, y no lo arrastre muy adentro. Ahí lo sostiene. Es wird nachhaltig gefischt und sie verkaufen den Fisch an die Restaurants in der Region. Daraus machen sie dann zum Beispiel Ceviche, das Nationalgericht der Peruaner.
Ich esse ja für mein Leben gerne Fleisch und da lasse ich auch nichts zwischenkommen. Ich liebe Fleisch. Ja, und ihr seht es ja auf unserem Kanal, wir haben ja da wirklich keine Berührungsängste mit nichts. Und es gibt garantiert nicht den Augenblick, in dem wir sagen, aus irgendeinem Hype heraus und damit wir jetzt die Welt retten, hören wir auf Fleisch zu essen. Aber ich persönlich zahle gerne für mein Fleisch mehr, wenn es dem Tier besser ging. Ja, also wenn das Tier frei leben konnte und meinetwegen sogar auf der Weide erschossen worden ist und ich dafür das Doppelte zahle, aber ein Tier habe, was keine Angst hat, ist schon geil. Und hier seht ihr jetzt was. Oh mein Gott, ja, das ist der Grund, warum man uns erzählt, dass Fleisch Kacke ist. Und das hier ist wirklich Kacke. Das hier ist eine Fischfabrik. Ja, also hier, mit dem Schiff, wurden die Anchovies dann sozusagen verladen über dieses blaue Rohr dort und dann hier rein in die Fabrik und dann hinten raus Fischmehl. Und dieses Fischmehl, das ist ja ausschließlich für die Aufzucht, für die Schnellaufzucht von Viechern gedacht. Also damit unsere Schweine ganz schnell wachsen und nach 9 Monaten essbar sind. Oder damit unsere Hühner eben noch mehr produzieren. Und das ist eine Geschichte, die wir überhaupt nicht unterstützen. Ja, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dass meine Hühnereier nach Fisch schmecken. Das kennt ihr bestimmt aus dem Supermarkt, dass man sich ein Omelett macht und denkt, man hat irgendwie einen Fisch in der Pfanne. Und das ist der Grund hier. Ja, also weil Peru halt wie blöd Sardinen produziert hat. Die gibt es übrigens nicht mehr, die sind schon alle tot. Jetzt werden Anchovies produziert und mit diesen Anchovies wird dann eben Pelletfutter gemacht. Das wird dann verfüttert, vor allem an Hühner und an Schweine und in der gesamten Aufzucht. Und das ist dieses Billigfleisch, was wir im Supermarkt kriegen. Und das ist richtig scheiße. Also die Küste hier in Peru, die ist schon wie die Küste im Norden Chiles. Das ist fast nur Wüste. Und wir hatten ja jetzt echt einen coolen Platz an diesem Strand. Das war einfach traumhaft und mal ein bisschen aufgetankt und konnten gut arbeiten. Das war schon richtig toll. Aber einkaufen ging da gar nicht. Also wir haben versucht, Milch zu kaufen und es gab nur ja, so ist ähnliches wie Kondensmilch, Milchkonzentrat oder wie man das nennen mag. Und jetzt sind wir 50 Kilometer weitergefahren und hoffen, dass wir jetzt hier endlich wieder voll machen können. Weil wir bleiben einfach noch in der Wildnis. Warum irgendwie Camping oder sich irgendwie fix irgendwo hinstellen in der Stadt? Das kostet alles nur Geld und hier ist Natur, hier ist schön. Wir hatten jetzt echt ein paar schöne Tage. Also suchen wir uns jetzt einen neuen Platz, aber dafür müssen wir erstmal jetzt einkaufen und das Auto machen, weil wir haben nichts mehr zu fressen. Und so geht das natürlich nicht weiter. Die lange Küstenstraße zeigt uns wieder mal, dass Peru 3-mal größer ist als Deutschland. So ein Roadtrip bedeutet nicht nur Natur, sondern vor allem etliche Kilometer Straße. Wobei wir auch diesmal wieder belohnt werden. Angekommen, richtig geil. Einkaufen konnten wir auch noch, aber das war ja ein krasser Ort. Also ihr müsst mal so sehen, diese Panamericana, die ist ja, also führt ja, deswegen heißt sie ja Panamericana und führt eben vom Norden nach Süden durch ganz Südamerika und auch noch durch Nordamerika dann eben auf der, aber da ist es nicht mehr so interessant, reden wir mal nur über Südamerika. So, und an dieser Panamericana sammeln sich natürlich, ist die Flüchtlingsroute, kann man sagen. Und viele Venezuelaner, Kolumbianer, aber vor allem Venezuelaner, die das Land verlassen haben, sind dort auf dem Weg. Jetzt ist es aber so, dass das vor allem Leute sind, und da könnt ihr mir jetzt auf die Finger hauen, ist aber eben so, das sind schon viele krasse Leute, also die wirklich was machen wollen, die haben ja meistens dann einen Job gefunden oder haben schon auf dem Weg einen Job gefunden oder wie auch immer. Und die sind echt krass drauf, also das sind so ein bisschen wie so Räuberbanden, kann man sagen, also sie sehen richtig fertig aus, stinken, sind total dreckig und sehen einen denn so und dann fangen sie schon an zu reden. So, ja, guck mal, was macht der? Meinst du, dass der Englisch spricht? Ja, was ist denn das für einer hier? So, und dann geht's los halt, ja. Aber ich verstehe die ja. Und dann kommen die halt an so, hey, ich bin auf dem Weg nach Brasilien, meiner Familie geht's schlecht. Ja, geht's halt los, ja.
Und es ist aber Show. Es ist wirklich Show, weil ich habe sie ja vorher gehört. So, und ich behandle die dementsprechend dann halt auch. Aber hier muss man halt ein bisschen mehr aufpassen. Da kommen wir zurück auf den Punkt. Wenn wir hier einkaufen gehen, können wir jetzt wieder nur alleine gehen. So lassen wir das Auto natürlich nicht draußen stehen, weil sonst haben wir dann gleich 2. Hier ist auf jeden Fall richtig geil. Wir werden auf jeden Fall hier unser Camp aufschlagen. Und es ist wie in Chile. Es drückt die Feuchtigkeit an die Berge ran. Es ist bewölkt am Land. Draußen ist blauer Himmel, hier halt leider nicht. Wir können heute nicht mit Sonne dienen, aber ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und hier ist schön. Mali freut sich total. Geiler Ort. Hier bleiben wir. Wir sind glücklich, direkt am Meer zu stehen. Aber Vanlife ist eben nicht nur Sonnenschein. Ja, geht ja nicht ohne. Geht ja nicht ohne. Wir kommen hier an, haben wirklich unseren Tank auffüllen können. Wir waren total glücklich, alles super. Jetzt kommt da kein Wasser mehr raus. Unten blubbert, die Pumpe geht an, aber es kommt kein Wasser mehr aus dem Hahn. Ich kann da dran saugen, dann merke ich auch, dass Wasser kommt. Das heißt, der Schlauch ist auch in Ordnung. Entweder hat es die Pumpe unten vom Hahn abgezupft. Das heißt, die klingt unten im Tank, aber pumpt nicht mehr raus, oder die Pumpe ist kaputt. Ja, wir werden sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wir lassen das Wasser jetzt erstmal langsam ab und benutzen es. Und wenn es dann leer ist, dann schauen wir mal, was da Sache ist. We are in the desert. Voll heftig. Die Landschaft verändert sich hier komplett. Wir sind die ganze Zeit, waren wir irgendwie steinig, also mit Bergen direkt neben uns. Und mit einem Schlag macht es eine Kurve und wir sind in einer staubigen Sandwüste gelandet. Das sieht ja aus wie in der Sahara, richtig krass. Und links neben uns knallen hier 3 Meter hohe Wellen rein. Das ist also richtig, richtig heftig. Und mit einem Schlag auf den anderen flach wie Holland. Echt Hammer. Wir reisen im eigenen Auto, weil wir erfahren wollen. Wir wollen mit den eigenen Augen lernen. Und durch die Dinge, die wir sehen und erleben, selbst wachsen. Das Wissen, was wir dabei erlangen, kann uns niemand mehr nehmen. Diese Grabstätte hier ist zum Beispiel viel älter als die berühmten Inkas. Die wurde von der Nazca-Kultur ca. 200 Jahre nach Christus erbaut. Sie ist somit mehr als 1000 Jahre älter als die Inkas. Das ist hier so trocken, dass die Leichen ja überhaupt gar nicht verwesen. Das heißt also, die sitzen da noch so, wie man die mal vor, ich weiß es nicht, ich kann jetzt keine Zahl sagen, 1000 Jahren abgesetzt hat. Ja. Und da geht es einfach im Verwesungsprozess nicht weiter. Die haben noch ihre Zähne drin, man sieht noch das, man erkennt noch das Gesicht, aber der Kopf ist geschrumpft. Schrumpfköpfe sozusagen. Echt interessant. Es ist ja aber nicht so einfach, einen Ort zu finden, an dem man stehen kann, sich sicher fühlt, gleichzeitig noch Wasser hat, gute sanitäre Anlagen und, ganz wichtig in Südamerika, eine warme Dusche. Also das ist ja das A und O, weil die meisten sind kalt. Und man muss hier auch sagen, dass alles hier drumherum super staubig ist. Und hier ist eben einer dieser Orte. Also wir
brauchen immer wieder einen Ort, an dem wir gut stehen können, wo wir unsere Ruhe haben. Und Sol de Cantayo heißt es, direkt in Nazca. Also wer die Nazca Lines besuchen möchte, mit seinem Wohnmobil unterwegs ist oder auch hier mit dem Flugzeug ankommt, geile Unterkünfte, ein schöner Swimmingpool, eine super liebe Familie und nachts total ruhig, kein Hundegebell. Es ist einfach der Top-Ort. Also wir sind super glücklich hier, macht uns sehr viel Spaß. Deswegen die Empfehlung, wer von euch auch unterwegs ist, in Nazca. Sol de Cantayo ist auch noch bei iOverlander drin. Wir machen noch unseren Kommentar da rein. Aber das Ding lohnt sich definitiv. Ja, wir haben nur leider Pech, dass die gerade den Swimmingpool renovieren. Deswegen ist der nicht voll. Aber dafür umso schöner danach. Und die wahrscheinlich größte Dusche, die ich je gesehen habe. Ja, und wie immer, wenn ihr Bock drauf habt, unterhalb vom Video ist die Beschreibung, Ortsbeschreibung, Kontaktnummer, allem drum und dran. Und Sol de Cantayo definitiv eine Empfehlung von uns. Na, jetzt kommen wir mal zu dem Thema Wasser. Unglaublich, unglaublich. Also zum Glück haben wir so eine Revisionsklappe unten drin. Und ich habe mir jetzt schon gedacht, dass da einfach nur ein Schlauch abgegangen ist. Und zum Glück ist er auch nur an der Pumpe abgegangen. Das heißt, ich muss den Tank nicht ausbauen, ich muss nur die Pumpe wieder festschrauben. Aber guckt euch das an, das ist unglaublich. So. Hier, Achtung, genau, habt ihr gesehen? Der Schlauch hier, der muss da auf die Pumpe drauf. So. Und das hier, das hält nicht mehr richtig. Das ist zu schleimig geworden mit der Zeit. Und das rutscht runter. Jetzt machen wir das alles sauber. Ich mache ein bisschen Isolierband um den Stutzen von der Pumpe rum, damit es ein bisschen dicker wird. Wir reden ja hier wirklich über einen halben Millimeter oder weniger. Und dann ziehe ich die Schraube einfach wieder an und dann sollte das halten. Und dann haben wir auch wieder Wasser im Auto. Schön. Die letzten Tage mussten wir echt hier unterm Auto waschen. Wir haben ja zum Glück den zweiten Auslass. Deswegen geht es. Also wir können völlig ohne Pumpe arbeiten. Was aber bedeutet, dass man unten unterm Auto, neben dem Auto bei Wind und Dreck waschen muss. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd so. Also, das nehmen wir jetzt wieder fest. Ja, und dann sollte das wieder funktionieren. Cool. Eigentlich wollen wir ein paar Tage Entspannung. Eine schöne Wiese für Mali und einfach mal die Seele baumeln lassen. Doch es kommt das, was am schlimmsten ist in so einem kleinen Bus, wenn man krank wird. Ich habe Gastritis, ich könnte kotzen. Und du? Support. Ja. Björn erhält Krankenbesuch von 2 sympathischen Schafen. Zum Glück geht es ihm am nächsten Tag wieder besser. Boah, ey, das war echt krass. Habe ich es gerade mal geschafft, den Wasserhahn zu tauschen und dann liege ich hier flach mit kompletter Gastritis. Also, das war echt krass. Das war so richtig heftig. Also, das ging noch bis in die Nacht. Also, das ging gar nichts mehr. Also komplett schlecht und ekelhaft. Also, mit Krämpfen und allem drum und dran. Aber egal, heute ist ein neuer Tag. Es geht wieder gut und es geht weiter. Sehr viel wichtiger als die Drummijaule hier. Und jetzt machen wir was, das gehört wieder in die Region MacGyver eigentlich, aber wir müssen ja weiterkommen. Wer uns verfolgt, weiß, wir haben so ein bisschen Probleme mit unserer Bremse. Das heißt, wir treten da drauf und beim ersten Mal bremsen, bremst das nicht. Also es bremst schon, aber nicht so doll, wie es bremsen soll. Blockieren tut es auch nicht. Ich muss also Dack machen und beim zweiten Mal durchtreten, blockieren die Räder. Ich habe schon viel darüber nachgedacht, was das sein könnte. Entlüftet haben wir alles, auch in der richtigen Reihenfolge. Also bitte keine Tipps zur Entlüftung geben. Das haben wir längst durch, das haben wir alles probiert. Luft wird es nicht sein. Jetzt gehe ich davon aus, ich habe ja auf der rechten Seite noch einen Bremssattel, einen Bremszylinder verbaut, der eigentlich Schrott ist, aber der verliert nichts, deswegen hatte ich den drin gelassen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Stößel von dem Bremszylinder, also der sitzt ja in der Bremsbacke an, die Bremsbacke muss hier auf der Seite ans Rad ran. Und jetzt drückt dieser Stößel sozusagen die Bremse nach außen. Und mit dem ersten Stoß schafft er das noch nicht, es an die Backe ranzutreten. Und der ganze Druck geht in den Zylinder rein. Und ich muss ein zweites Mal treten, bis er es dann endlich schafft, die Backe sozusagen an die Trommel ranzudrücken. Wir reden über die Trommelbremse hinten. Aber da ich das jetzt nicht ausprobieren möchte, indem ich die gesamte Bremse auseinanderbaue, den neuen Bremszylinder einbaue und dann gegebenenfalls das gleiche Problem habe, machen wir was anderes. Wir ziehen einfach die Bremsleitung hinten von diesem Bremszylinder ab, machen da einen Nagel rein, sozusagen, den wir zumachen können, und schrauben das Ding dann wieder rauf. Das heißt, wir legen diesen Zylinder tot. Dann entlüfte ich, und wenn ich jetzt auf einmal normal bremsen kann, dann weiß ich, es war der Zylinder. Dann baue ich ihn aus und ersetze ihn. Wenn ich das Problem immer noch habe, mache ich das gleiche auch noch auf der linken Seite. Dann habe ich beide Rückbremsen sozusagen entkoppelt und probiere, was passiert.
Die Rückbremsen bremsen eh nur 20%. Das heißt, ist jetzt kein großes Problem. Ich würde damit nicht auf der Autobahn in Deutschland fahren, aber jetzt hier zum Testen und zu schauen, ob es wieder funktioniert, reicht es. Das heißt, wir machen das erst bei einer Seite. Wenn wir den Fehler gefunden haben, tauschen wir ihn. Dann machen wir es bei der anderen. Wenn wir dann den Fehler gefunden haben, tauschen wir es dort. So, das ist die Idee. Das machen wir jetzt und versuchen endlich mal diesem Fehler mit dieser blöden Bremse auf den Grund zu gehen. Es kann auch sein, und das ist ja das Allerkrasseste, es gibt einen Einstellungsfehler bei der Handbremse. Das heißt, wenn die Handbremse in ihrer Einstellung schon zu weit weg ist, dann habe ich wieder das gleiche Problem. Beide Zylinder müssen zu weit drücken, um das Ding daran zu bringen. Wobei ich diese Einstellung schon so oft probiert habe. Ich habe es auf Anschlag. Ich merke ja, dass da schon Druck ist am Rad. Das ist ja schon nicht mehr freiläufig. Was soll ich da noch mehr anziehen? Ja? Oder ich habe einfach die falschen Bremssättel. Das kann auch sein. Dass die Schicht nicht dick genug ist für meine ausgenuddelte Bremstrommel. Ja, und dadurch der Weg zu weit ist. Keine Ahnung. Wir probieren das jetzt aus und dann werden wir mal schauen, was ist. Gut. Und übrigens, Wasser funktioniert wieder. Kennt ihr das? Also als ich Kind war, habe ich gern mit Lego gespielt. Und da war immer der Punkt, jetzt sucht man ein Blaulicht, also einen blauen durchsichtigen Stein, um seinen Feuerwehrwagen fertig zu kriegen. Und den gleichen Scheiß habe ich jetzt, weil ich hatte schon mal so eine Geschichte gebaut, um so eine Bremsleitung zu verschließen. Also es ist ein kleiner Nagel, der passt genau rein und der hat einen dicken Kopf und der drückt sich dann, schließt dann mit dem Kopf, mit dem Raufschrauben wieder ab. Und diesen Nagel suche ich jetzt. Jetzt ist das Ding aber nur 5 mm groß. Und wir haben halt relativ viel Blödsinn dabei und viele Schrauben. Also mache ich jetzt genau das, was ich als Kind mit Lego gemacht habe. Ich gucke mir jeden Stein an. Oder ich baue mir einen neuen Nagel. Also ich habe jetzt 2, 3 Exemplare gefunden, die man nehmen könnte. Guckt mal hier. Also die ist, glaube ich, schon gut. Die hat einen flachen Kopf. Die ist vielleicht noch ein bisschen dünner. Und falls gar nichts geht, schleife ich das Plastikding hier ab und stecke das Ding rein und schraube wieder zu. Das sollte auch gehen. Was macht die denn mit dir? Na fein, Hutschi Hutschi! Ey Mali, was machen die denn mit dir? Guck mal. Mali, was machen die denn mit dir? Na los. Ja, was machen die denn mit dir? Warten. Mali! Hast du Angst? Das ist ein Schaf, Mann! Hunde hüten Schafe! Mensch! Na komm mal her! Komm mal her! Mäh. Guck mal, da ist es wieder, das liebe Schaf! Ey, Schaf! Geh weg! Ich lache mich tot. Also, schaut mal hier. Oben ist ja das Entlüftungsventil. Da habe ich übrigens den Nippel gerade verloren. Gut, dass ich es sehe. Und darunter ist ja die Schraube, um die es geht. So, und die habe ich jetzt aufgemacht. Vorne eine kleine Schraube reingesteckt. Und der Kopf dichtet jetzt mit dem mit dem Bremsschlauch oder mit der Bremsleitung auf dem Bremssattel ab. Das heißt, es kommt hier keine Bremsflüssigkeit mehr raus in den Bremssattel. Und genau, und dadurch ist der Bremssattel halt totgeschaltet. Und jetzt können wir gucken, ich habe auch noch entlüftet, man kann auch darüber entlüften, ist halt nicht das Beste vom Besten, aber es geht. Und jetzt mache ich das neue Rad dran und dann schauen wir mal, ob unser Bremsverhalten sich verbessert hat. Ja, mal sehen. Wenn nicht, müssen wir das auf der anderen Seite auch noch machen und dann werden wir irgendwann mal herausfinden, welcher Bremssattel mir hier die Probleme macht oder ob das vielleicht sogar unsere Bremspumpe da ist, also die da unterm Bremspedal ist, die den Druck aufbaut. Mal schauen, irgendwas wird es schon sein. Ja, die Stellung des T3-Fahrers ist ja am liebsten gebückt, hinten über dem Motor, sonst wird man ja so ein Auto nicht fahren. So, ich habe jetzt nochmal die Kurbelwellenentlüftung gecheckt. Hier, die habe ich ja schon mal repariert.
Da ist der Rand ein bisschen aufgegangen, das habe ich mit Heißsilikon gemacht. Das heißt aber, da kann jetzt nichts mehr, das ist dicht, da kommt auch keine Luft mehr raus. Jetzt ist hier, habe ich gesehen, durchs Zuschrauben ein bisschen kaputt gegangen. Das heißt, hier wäre ein Punkt, wo es ein bisschen Luft saugen könnte. Das werden wir jetzt mit Klebeband umwickeln, dicker machen und dann wieder reinstopfen. Und ich habe unten aufgemacht, habe mir den ganzen Schlauch der Kurbelwellenentlüftung angeguckt. Und es kommt nirgendwo, also der ist total freigängig, das läuft. Aber der hat auch keine Dichtung drunter. Und ich sehe, dass da eigentlich eine Dichtung drunter sein müsste. Das heißt, ich mache auch da Schwarz-Heißsilikon um den Rand drumherum. Das tut uns jetzt nicht weh, das können wir wieder wegmachen, wenn wir es nicht brauchen oder mal reparieren irgendwann. Aber dann haben wir mal ausgeschlossen, dass da irgendwo Luft gezogen wird. Das ist erstmal das Wichtigste. Heißt natürlich nicht Heißsilikon, sondern Hochtemperatursilikon. Diese schwarze Masse hier halt, so, und die ziehen wir da jetzt rum. Ich meine, da ist ja kein doller Druck drauf, aber jedes bisschen Seitenluft, was wir verhindern, ist natürlich weniger Staub im Motor und gleichzeitig, naja, vielleicht haben wir dann doch noch mal ein bisschen mehr Unterdruck auf dieser, wie soll man sagen, Kurbelwellenentlüftungsgeschichte. Oder zumindest mal mehr Unterdruck, als der Blower erzeugt. Darum geht es ja, das ist ja das Thema. Ja, pero no tiene miedo por nada por allá. Mali! Ja, Mali, was ist denn los? Ist das Schaf stärker als du? Wieder ein Tier, was stärker ist als du? Mensch. Mali ist sehr begeistert von dem Schaf. Und der Schafsbock, dem ist es so egal. Ja, es ist ja eigentlich auch nicht zu glauben. Da kommt ja auch gleich der nächste Scheiß. Reisevideo, Präparaturvideo. Unglaublich. Wir haben ja die ganze Zeit ein bisschen Luftverlust am Reifen und ich habe ein Holzstück da hinten drin stecken. Also eine Pflanze, ein Stück Pflanze. Ich gedacht, naja, jetzt gucken wir uns mal an, wie groß das Loch ist. Holen wir nicht da raus. Achtung, meine Lieben. Ihr hört es, ja, also da ist das Loch, ja. Zum Glück haben wir ein Reparaturset. Zum ersten Mal in meinem Leben Reifen reparieren. Na, das werden wir schon hinkriegen hier. Auf geht's. So, und man muss dabei relativ schnell sein, weil wenn die ganze Luft rausgeht, dann ist es mit dem Kompressor ein bisschen schwierig, manchmal den Reifen aufzublasen. Kann sein, dass es funktioniert, kann sein, dass es nicht funktioniert. So, und das heißt jetzt, wir müssen das Ding rausziehen, reiben und danach hier so ein schleimiges Teil hier, so ein Schlubbelding. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das klebt hier so sehr, dass ich das ja mir nicht vorstellen kann, dass ich das hier abkriege. Und das muss ich darin kriegen. Na, mal gucken. Da ist es. Wunderprächtig. Luft. Also, auf jetzt. Das Loch sauber machen. Ich hoffe, das so funktioniert. So, hier rein. Da muss man das da rein machen, wieder rausziehen. Und dann soll das funktionieren. Na dann, wollen wir mal schauen, ob der Kleber noch geht. Alles schon ein bisschen älter hier bei uns. In dem Kleber ist nicht mehr viel drin hier. Das ist hier schon irgendwie ausgelaufen. Gucken, ob das nochmal geht. Ich glaube nicht. Das sieht mir gut aus. Ne, da ist nichts mehr drin. Das ist alle. Gut, alle ist das. Was können wir denn machen? Silikon. Einfach ja nichts. So, auf jetzt ist ja noch ein kleines Loch. So, und jetzt den ganzen Fully Redutsch hier abschneiden. Ich hoffe, das ist lang genug. Also rauskommt wird da nichts mehr. Ist aber halt an einer blöden Stelle, an der Seite. An der Seite ist immer blöd. Ja. An der Seite wird der Reifen ja gewölbt und dadurch bewegt er sich. In der Mitte wirkt er sich nicht so. So, wie viel haben wir da jetzt drin stecken?
Ich hoffe, das reicht. Das steckt drin, ja, ist in der Mitte. Gut. Ob das hält, kann ich euch nicht sagen, ihr Lieben. Bleibt uns aber jetzt ja nichts anderes übrig, als das Beste zu hoffen. So, List doch. So, da ist es. Ihr seht ja an der Seitenflanke. Und na, jetzt habe ich drin halt ein bisschen mehr Material als draußen. Können wir nur hoffen, dass es hält. Der Kleber war ja noch nicht mehr funktionabel. Gut, wird es der Ersatzreifen halt. So, und nur mal zum Verständnis. Hier ist der Übeltäter. Das ist eine Dorne. Das ist jetzt kein Nagel oder so. Das ist Holz. Das ist eine Pflanzendorne. Eine Akazie oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist die in den Reifen rein. Würde ich General Grabber irgendwie nochmal kaufen? Könnte ich andere Reifen kaufen? Nein. Aber 14 Zoll bei dem Gewicht ist das ganz schön schwierig. Und da gibt es auch keine... Ja, es gibt einfach keine anderen Offroad-Tires für diese 14 Zoll Bereifung mit dem Gewicht, was wir hinten haben. Ja. Was bleibt uns anderes übrig? Zumindest da, wo wir sind, müssen wir halt die Dinger weiterfahren. Dafür sind sie recht billig und wir können halt 4 von denen kaufen. Wie ein anderer teurer Reifen kostet, dann müssen sie halt ab und zu mal einen Dornen abkönnen. Dann müssen sie halt am Dorn sterben, scheißegal. Dann müssen sie halt einen neuen Reifen kaufen. Der kostet 110 pro Rad. Geht ja. Wir sind froh, dass diese Woche vorbei ist. Es waren tolle Tage dabei, aber auch unendlich viele Probleme. Wie es mit der Bremse ausgeht, erfährst du in der nächsten Woche. Danke für eure liebe Unterstützung. Das hilft uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.